Hey, euer Doc ist wieder am Start und es gibt ein erstes offizielles Video vom neuen PlayStation DualSense Edge Controller, den Elite Controller von Sony. Der Kollege Jadner, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, war zu Besuch im PlayStation Büro in Kalifornien und hat das erste Mal dort den neuen Controller in Händen gehalten. Ich habe das Video noch nicht angeschaut, ich habe nur gesehen, er hat das Video hochgeladen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam das Video an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das waren Hands-on, alle Funktionen, alles, was dazu gehört. Das Allerwichtigste ziehen wir uns jetzt rein. Bevor wir über Controller sprechen, es gibt einen neuen Hersteller auf dem Markt, der richtig geile Controller herstellt. In transparenten Farben, rot oder hier pink, schwarz, blau und gelb. Die gibt es exklusiv nur in einem Store zu kaufen, im GamerSyndrom.de Store. Schaut in die Beschreibung. Es ist ein Partner von mir, der diese Controller selber herstellt, selber entwickelt. Und die sind richtig geil, denn das sind, ich glaube, das sind die einzigen Controller, es gibt sonst keine, für die Nintendo Switch im PlayStation Layout. Funktionieren auch auf dem PC, funktionieren auch auf Android. Mit dem Partner arbeite ich schon 6, 7 Jahre zusammen und wir haben uns jetzt entschieden, uns zusammenzutun und Hardware mit dem Eidos Doch gemeinsam für die Gamer herzustellen. Und wir haben noch anderes Zubehör im Shop. Schau dich gern um. Und ich persönlich bin der Meinung, für Kinder, für Freundinnen, für die Frau oder für Menschen mit der Handgröße wie ich, liegen perfekt in der Hand. Und für jeden, der eine PlayStation besitzt und schon immer einen PlayStation Layout Controller für den Nintendo Switch haben wollte, schau jetzt in die Beschreibung, schau dich um. Wie gesagt, gibt es noch andere Gamer-Hardware und mal schauen, was noch nächstes Jahr so alles passiert. What's going on, guys? It's your average consumer. And me and my boy Dom went on a little trip to the PlayStation office out in California, where it was actually really cool. We got to see all of the different PlayStations, the PSP, the Vita. They have it all out on display in the lobby. It looks really, really dope. If you're a PlayStation fan, you would absolutely love to just see everything right there out in the open. But würde auch alles von euch gerne dort mal sein. Schaut mal in die Kommentare. Also ich wäre auch gerne mal dort. We were there for something special. We got some hands-on time, you guys, with the brand new DualSense Edge wireless controller. Das ist das Case? And I got a lot to talk about. But not only did we get a chance to check out the controller, we also got to speak to the lead product manager of the DualSense Edge controller, Mizuno-san. We got a little interview with him at the end of this video. But now, let's talk about the controller. First of all, you get this hard shell carrying case, which I will say felt really premium in the hand. It's super smooth on the outside. Okay, er sagt Premium Hard Case. Auch so sein erster Eindruck vom Case, von der Qualität, sehr, sehr gut auf jeden Fall. White portions. It's got a nice zipper. Once you pop it open, that's when you get access to, of course. Okay, Lieferumfang wissen wir ja schon. Sind jetzt bei Pedals die Sticks, dann der Kabelfixator. The controller and the extra accessories. So what do you get inside of here, right? Well, you get 2 half-dome back buttons with... Ah ja, genau, das sind die anderen zwei. Das sind die verschiedenen. Wir haben einmal hier die kleinen und dann hier die langen. I'm a huge fan of, we'll talk about that a little bit more later. And of course, the 2 lever-style back buttons, we've seen those kinds before, as well as a variety of dome thumbsticks with different heights, and even a USB lock. I believe this is for plugging in your USB cable to the controller and making sure it stays in place. It's the worst thing in the world if you're playing wired, your cable comes... Für jeden, der halt kabelgebunden spielt, und ich selber habe am Anfang gedacht, für was? Aber ich habe schon einige Feedbacks bekommen aus der Community, die gesagt haben, ey, das Ding leiert halt nach einer Zeit aus und du bist froh, wenn mit der Zeit, vor allem wenn du mit Kabel spielst, es fixieren kannst. Comes out and then it says controller disconnected for a second. So this completely eliminates any worry about that. It locks it into the DualSense Edge controller, which I think is pretty cool if you're super serious about your gaming. Maybe if you're in esports, that's definitely going to be... Es geht halt um die Eingabegeschwindigkeit. Durchs Kabel geht halt trotzdem die Taste X drücken, schneller schießen, alles, was du benötigst, immer noch besser durchs Kabel, schneller durchs Kabel, als halt übers Wireless-Signal.
helpful. Then of course up top you get a long braided USB cable, which is USB A to C. Now what's also cool about this case is you could pop off this flap in the back and you can run your USB cable directly into your controller if you want to charge it while it's still inside the controller. Ja gut, kannst du im Case drinnen lassen, den Controller. Und das kann man ja, glaube ich, oft von der Xbox her. Kannst einfach das Kabel hier durch dieses Loch schieben und einfach aufladen. Also so ein Loch fürs Kabel. And last but not least, you might have noticed that there's a little cutout in the center of the case, which is empty. But you can actually get replacement sticks for your controller. You can have your backup brand new one sitting right in the middle. Meistens nutzt sich ja einer zuerst aus, der öfters benutzt wird, ja, meistens mit dem du rennst, mit dem du slidest. Und deswegen passt da nur einer rein. Okay. Okay. Ready to go. So that's everything you get when you actually pick it up. But now let's talk about the controller. So when I went into this, I was expecting a really heavy controller. I thought it was going to include a bit more metal, or it was just going to be super hefty. It's actually not. It feels extremely similar to the current DualSense controller, but of course with all the cool add-ons. Also gut, so wie ich das raushöre, ist er weniger edel und weniger qualitativ anspruchsvoller, veredelter wie ein Xbox Elite Controller, sondern der ist weiterhin aus Kunststoff. Alles aus Kunststoff, wahrscheinlich bis auf die Pedals. Das sehen wir aber gleich noch. Now the first thing you might notice right away is that the white one's probably going to be better, so you can see the differences here. Now, the first thing you might notice right away is that instead of a white trackpad, we now have a black one. Dunkles and this trackpad has all of the PlayStation mit den Logos. Ja, embedded okay. all over it. So it's a nice little touch. You can feel like small ridges. Like, it's not like rough or anything. It's very subtle. It's extremely subtle. But not only did they change the color of the trackpad, but they also changed the color of the buttons. The buttons are now blacked out, unlike the previous version, which... Okay. Normalerweise haben wir weiße Tasten und hier jetzt komplett dunkle. Sowohl hier Steuerkreuz als auch die normalen Tasten. Has those clear, transparent buttons. Also ist mehr Black and White, ne? Also mehr Schwarz-Weiß. Okay. Those are also now black. They even added the PlayStation symbols to the... Grip. Wir haben hier Grip mit den PlayStation-Logos. Wir haben sie ja bereits hier und jetzt haben wir es auch hier als Grip. Triggers. So the R2, L2, they got nice ridges on there as well, which I personally really like. Makes it a little bit more grippy. They also changed this portion of the controller. It's a lot slimmer than you see on the normal DualSense. And this is actually pretty cool because it's completely rounded out. We don't have like this cutoff that you see over here. They also added a very subtle grip Der ist to this abgerundeter. portion of the... Warte mal. Okay, das sieht man hier nochmal. Der ist abgerundeter. Krass, okay. Das heißt, er liegt anders in der Hand. This is actually pretty cool because it's completely rounded out. We don't have like this. Okay, dann hat hier nicht das abgehackte Ende. Bin mal gespannt, wie er in Händen wirkt. Ne? Bin ich mal sehr gespannt. Off that you see over here. They also added a very subtle grip to this portion of the controller too. Da ist Grip. Da ist Grip sogar noch zusätzlich hinzugefügt. Okay, bin gespannt, wenn er dann hier in der Praxis ist und wir uns diesen Something genauer that's interesting is the trim on this DualSense controller is removable. It's like a plastic piece, but the DualSense Edge also has a plastic piece, but the trim isn't as large as this guy. So for this, ist kleiner. it goes all the way to here. You can completely remove this entire portion, but you won't be able to do like a full removal with the DualSense Edge. It kind of stops. Okay, da sieht man es nochmal. Hier ist einmal, das hört hier dann auf. Und hier hast du dann die Mechanik, um die Sticks rauszuholen. And to pop it off, you just have like a small little release tab at the bottom of the Okay, controller. hinten hast du die, Once you slide it springt over, auf. you'll hear the top Dann pop holst du off. es raus. And when you remove that plastic piece, it gives you access to the ich weiß stick noch nicht. modules. Now when you're here, you can... Viel Plastik, leider viel Plastik. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. Pop open a latch to remove the stick modules if you want. Also, meine hier sind auch, ne? Meine eigenen Controller sind hier auch Plastik.
Der Preis ist aber ein riesengroßer Unterschied. Die sind ja wesentlich günstiger. Gut, die haben hier mehr Funktionen. Aber wenn ich so den Elite-Controller hernehme, weiß ich, dass der Elite halt viel qualitativ hochwertige Elemente hat. Ja, wir schauen mal. Das ist jetzt ein Video, aber ich bin trotzdem noch sehr gespannt. And when you remove that plastic piece, it gives you access to Genau, the hier stick geht es dann modules. auf. Now when you're here, you can pop open a latch Und to dann remove the stick einfach modules if you rausziehen. Das want. ist okay. Like I said, if they're Bei anderen Controllern, bei ähnlichen Herstellern hatten wir immer Werkzeug dabei, wo wir das Ganze aufschrauben mussten. Und hier brauchst du kein Werkzeug. Ja, okay. Guter Weg in der Entwicklung. Okay. any issues with your joystick, maybe you just want a fresher feel or something, you can get an additional one. I think Sony's gonna be selling them for like close to 20 bucks. I think it's like $19.99 or something. And then you're gonna be able to just pop in a new one if you want. And while we're on the stick modules, you might have noticed that there are buttons there now. So these Genau, are the das sind FN zusätzliche buttons. And these Tasten. FN buttons are basically Sony's way of adding extra buttons to the controller. Zusätzliche Without Tasten. adding- Der Razer Raichu hat zum Beispiel oben welche, die verzichten jetzt zum Beispiel auf 4 Pedals hinten, haben hier 2 zusätzliche Tasten, aber ich glaube, die sind vorgefertigt. Du kannst sie nicht für Spielmechaniken nutzen, glaube ich nicht. A ton of extra buttons on the controller. And just like with a keyboard, when you hold down that FN button, changes what that top row does. Wie And that's what Makrotasten auf happens PC, ja. with the 8 buttons that you have on the controller. So when you hold down the FN button, you get access to a few things. On this side, you get access to the different profiles you want to set. Also to die your rechte controller. Taste hast du die Profile, die du hinterlegst, die Remapping-Funktion kannst du wechseln. Okay, also rechts Remapping-Funktion. Beziehungsweise die Profile. So if you're playing different games and you have different buttons mapped to different things, macht man auf der you're gonna be Konsole, able to okay. switch between them pretty seamlessly. You can add up to 3 profiles 3 on Profile? your controller, including 4 Profile, okay. the default one, and then on the actual system, you can store up to 30. Now on this side of the controller, Okay, also auf dem Controller speicherst du 4, aber letztendlich dann auf der Konsole bis zu 30. the up and down with the function keys will work as volume controls for Okay, das ist die FN-Taste. Die FN-Taste kennen viele Gamer. Ich wiederhole es nochmal vom PC. Zum Beispiel wie bei mir, ich habe jetzt hier so eine 60%-Tastatur, ja. Und ich muss die FN-Taste drücken. Hier ist diese mit dem Logo vom Hersteller und dann kann ich auf zusätzliche Tasten schalten. Und ähnlich ist es auch hier. Du drückst die FN-Taste und kannst dann verschiedene Funktionen, wie jetzt hier zum Beispiel die Lautstärke regeln. Funktionstaste. your headset. And the left and right is your party to Und game Party-Chat. slider. So if you want more game, you can go Bedeutet, jeder, der diesen Controller hat, kann in Zukunft auf Gaming-Headsets verzichten, weil er ja dann aufgrund dieser Chat-Sound-Lautstärke-Geschichte früher zur PlayStation 4-Zeit ja auch oft eher zu einem Gaming-Headset gegriffen hat, weil es kabellos war und solche Funktionen hatte. Wenn du also so einen Controller hast, könntest du in Zukunft mehr Richtung Studio-Kopfhörer gehen, vorausgesetzt, du brauchst kein kabelloses. go to the left, you want more party, go to the right, and you can just do all that right with the function key. No more jumping into menus. I might get the controllers for that. Isn't that crazy? Now, I love the functionality that the function keys have, but I also like the fact that they don't get in the way. They're just right in the middle of the controller, so no matter what you're doing, you won't touch them unless you're looking for them. Yeah. Are those function buttons only? Do they serve any purpose in game? No, so your extra buttons are going to only be Ja, the ones in okay, also wie ich schon vermutet habe, die FN-Tasten sind keine Tasten, die du im Spiel nutzen kannst, sondern es sind einfach nur Zusatztasten, um schnell Funktionen zu nutzen. Das heißt, du hast nur 2 Pedals hinten. the back. You won't be able to map the function buttons to any other button. They're just going to work as those function buttons. At least for now. Für den Moment. On PC, they might go nuts. Who knows? Ja. Wild West over there. Er sagt momentan, ob Sony das doch nochmal nachliefert, eventuell über ein Update, was die könnten, wäre geil, weil dann hätten wir 4 Tasten. Aber die Frage ist, wie ist die Hebelwirkung? Weil du musst ja trotzdem, um diese Tasten zu drücken, deinen Stick loslassen. Also hast du dann diese Schnelligkeit, die für Pro-Gamer
spricht, indem du einfach zusätzliche Tasten hast und zusätzliche Finger nutzt und nicht vom Stick, gehst dir eigentlich verloren. Ich weiß noch nicht. Now, of course, another big thing is being able to adjust the trigger lengths Ja, with genau. the little sliders in the back. Genau, Trigger-Stop-Funktion in 3 Schritten. So if you're playing something like a first-person shooter, you're probably going to want that to be on the shortest possible so you can get that button press in really quickly. So you have the 3 levels. You have the standard, you have slightly shorter, and Standard. like, Ja, okay. almost Standard, instant. If you're halb, playing a game kurz. that has that resistance while you're pressing the trigger, I'm thinking like maybe like Ratchet and Clank probably has that. Call of Duty has it. I'm not a big COD guy, so if your game has that, it turns it off if you put it on like the shortest one. Now, let's talk about the additional triggers in the Call of Duty. Has it? I'm not a big COD guy, so if your game has that, it turns it off if you put it on like the shortest one. Now, let's talk about the additional triggers in the back. You have a half dome and you have like the regular lever style. So the regular lever style is what we're all used to if you've used a Pro Controller before. Also das ist das Standard. Also das ist Standard-Pedal, den halt Scarf nutzt, Aim nutzt. Das ist aber eher die Technik, die man in der PlayStation 4-Zeit genutzt hat. Mittlerweile sind wir ja schon ein bisschen weiter und haben 4 Pedals. Ich weiß nicht, ob Burn Controller da mittlerweile angekommen ist, weil die hatten noch ihre Wings. Das ist dann eher in die Richtung. Okay. But I know a lot of people have said, I don't like those paddles in the back because I always press them accidentally. And so Sony made the half dome. Now the half Ja, okay. Das heißt, Microsoft geht den Weg, dass du 4 Pedals hast. Ist schon zukunftssicherer. Okay. Hat sie verkürzt, damit du sie nicht aus Versehen drückst. Sony, weiß ich nicht, konnten sie nicht verkürzen? Oder ich glaube, bei Microsoft hat es sogar das Problem am Anfang, wenn du den Controller aufs Sofa hingelegt hast oder aufs Bett, dass der automatisch hinten gedrückt hat und auf den Tisch gelegt hat, glaube ich. Hast du so nicht mehr. Und jetzt sagt Sony aber, wir gehen einen anderen Weg. Ich weiß, Patente, das kann auch patentmäßig sein, dass es halt einfach nicht anders ging. Das dürfen wir nicht vergessen. Rechtliche Geschichten und. Ich weiß auch nicht, welche Patente da jetzt alles drin stecken, an wen Sony da nochmal eine Lizenz bezahlt. Vielleicht zahlt sogar Sony an, keine Ahnung, an SCAF oder an andere. Oder die haben Schlupflöcher gefunden und das hier gemacht. Um auf den Punkt zu kommen, die haben die komplett gekürzt. half dome is awesome because you can completely keep your hands on your controller like you normally would. Das sind für die, die gerne den Controller komplett greifen. The button. And when you're ready to press them, you can just go ahead and Und dann reach gehst and du not too hoch far. They're in a really good position. und kannst drücken. And I think it's brilliant because it feels really good in the hand and it solves the complaints of a lot of people who just hate accidentally pressing those triggers in the back. Now, I know for me personally, it took some time to get used to having those. Was mich persönlich eher interessiert, schön und gut, dass es Menschen gibt, die aus Versehen die Dinger drücken. Mich würde aber eher reizen, zu erfahren, wenn du die langen Pedals drauf hast und die kurzen Pedals. Wie ist das mit dieser Hebelwirkung? Ist es anders? Ist es schneller? Ist es besser? Welche sind schneller? Welche ist besser? Vielleicht sagt man, du pass auf, für diese Games ist das und das besser, für die Games ist eventuell das besser. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann in Zukunft bei mir noch in der Praxis rausfinden oder ob es zum Schluss aufs Gleiche gibt. Warum? Aim Controllers hatte zum Beispiel mal 2 verschiedene Pedals hinten. Wenn du gedrückt hast, musstest du fester drücken. Er hat dementsprechend ein bisschen mehr Widerstand. Dann haben sie das angepasst, haben diesen Druckpunkt verändert und jetzt brechen sie auch nicht mehr so einfach und du kannst noch schneller klicken. Deswegen kommt mir hier die Frage. Aber gut, okay. Those triggers in the back. So having those half domes, I think are going to make it easy for a lot of regular folks. Geil wäre, wenn Sony gesagt hätte, wir drücken von oben nach unten und von unten nach oben. Das wäre Next Level. Da hätten wir theoretisch 4 Funktionen, aber ich glaube, es gab zur PlayStation 4-Zeit schon mal jemanden, der sowas Ähnliches gemacht hat. Gibt es aber, glaube ich, auch von SCAF eine Version, da haben sie es auch so. Ich glaube, Narcon hatte das. Ja, glaube ich. Narcon, glaube ich, hatte das als. Oder war das Razer? Oh, ich weiß nicht mehr. So viele Controller gehabt. To transition to that kind of style. So physically, they added quite a few things to the controller. But when you get the thing in your hand, it feels very similar to the previous DualSense controller. Just maybe a little bit heavier, just a little bit. Also ein bisschen schwerer ist, aber minimal. minimal. About some of the customizations that you can make in game. Now, I think Sony's biggest thing about this controller is giving the player
options. So you're gonna be able to customize a lot when it comes to this controller. You can of course remap the buttons over here, Remapping-Funktion. the buttons in the back, so you can change it up if you have a certain play style that you want. You can also change the sensitivity of the analog sticks. Ja, okay, die Death Zone, also an sich die Empfindlichkeit der Sticks. Konntest du beim Elite-Controller aber mit einem extra Schlüssel sie nicht nur softwarelastig ändern, sondern wirklich mechanisch. Das ist Next Level und das finde ich eher sogar richtig geil. Hier müsstest du gucken, ob du vielleicht... Ja, müssen wir schauen, müssen wir gucken. So Sony has a few preset styles that you can access. And you can go with Ja, okay, die haben wir sogar hier softwaremäßig schon vor ein paar Vorinstallationen, was sicherlich eine coole Geschichte ist. Für die, die sagen, boah, ich habe gar keinen Plan, ich nehme die Dinge, die vorgefertigt sind. There's a curve that you can adjust so that it behaves differently depending on, you know, your play style and how you want it to feel. They even have the ability to change up the dead zone, so there's a lot. Ich habe ja richtig verstanden. Das Ding ist hier eigentlich nur, also die Sensibilität und die Death Zone ist ja softwaremäßig. Da ist ja keine Mechanik verbaut, dass den Controller dann plötzlich auch anders sich anfühlt. Oder haben die dann eine Mechanik verbaut? Nein, weil selbst bei Microsoft, wie gesagt, hast du ja den Schlüssel. To customize, and I'll talk about that way more in depth once we get our hands on the actual controller. And of course, all of those changes that you make, you can save to those profiles. So all the button remaps, sensitivity for the sticks, all of that. Ja, Empfindlichkeit ist auch cool, definitiv, ja. Or PS5. Aber ich glaube, alles softwarelastig. issue Apex runs in there while I was at the office, and I gotta say, I was really happy with the feel. I'm always missing those back buttons when I'm playing Apex on my PS5, so I'm happy that there's like a legit option out there that I can use. And I gotta say, also, dass die abnehmbar sind, keine Frage. Richtig cool. Aber die sind auch gar nicht so lang. Ich würde verstehen, wenn die Dinger bis hier wären, dass man aus Versehen drückt. Aber ich darf auch nicht stopp. Ich habe kleinere Hände. Er hat viel größere Hände. Von daher, ich darf nicht immer nur an meine Hände denken. Es gibt ja Menschen da draußen, die haben große Hände. Also deswegen, und lange Finger, das Ding muss zu uns her. Wir müssen so gucken. the grips, they're subtle, but it feels really good. I just know I'm going to be spending a lot of time customizing the joysticks when I'm playing Apex, but I'm excited for it. But not only am I excited to get my hands on the actual DualSense Edge controller, but I was excited to speak to Mizuno-san over at PlayStation about why they made this and what you guys can expect once you get your hands on it. All right, guys, and now we have something really special. We've got our special guest over here, Mizuno-san from PlayStation. He's the lead product manager of the DualSense Edge wireless controller. So I just got to pick your brain, man. Okay. What was the inspiration behind this? Why did you guys decide now's the time to make this controller? We started looking into this idea to make the high performance controller back in 2018. We have done like 2018, a okay. direct interview toward esports players. They were actually not satisfied with Mit mir haben die nicht geredet. their Ich hätte Verbesserungsvorschläge gemacht. current high performance controller. Especially like esports player, they are athletes. It's like a shoes of a basketball player or like a racket of a tennis player. Seit 2018. Wann gab es die Klage nochmal? Gegen die Hersteller? War das 2018 sogar vielleicht? Man weiß es nicht. Makes sense. The basic ergonomics was totally important. They loved actually DualSense ergonomics. So we really Keine wanted Frage, to richtig keep cool. the Ich liebe den same Controller sehr, also ergonomics. macht sehr Additionally, they Spaß. said that they don't want to have like additional buttons all over the place because it will lead to accidental presses. We want to have those kind of Okay, die wollten keine Tasten, die sie stören, kann ich nachvollziehen. Vielleicht sagen dann die E-Sportler, pass auf, uns reichen 2, wir brauchen keine 4. Ich habe letztens mal einen E-Sportler getroffen auf der Gamescom, der hat auch gesagt, glaube ich, er nutzt nur 3 Tasten. multiple function but minimize Hinten. the buttons. So we had this idea to have a function button in the bottom. I think that's really cool that you mentioned that, because while I've been playing with it so far, being able to jump into those menus without really having to dive deep into like just the regular PlayStation settings has been really quick and seamless. And even with the addition of these, usually the paddles in the back, some people don't like them because they accidentally press them. It takes some getting used to. With these new ones here, you can just kind of hold it in your hand. There's no accident. Even these, nothing here
is going to get in the way of your gameplay. So this is definitely geared towards like folks who want the best performance, esports obviously in mind. How do you see this changing just like the average person's game? Also haben die einen Controller gemacht für E-Sportler, aber auch ein bisschen für einen breiteren Markt da draußen, weil nur E-Sportler, wenn sie sich den kaufen, verdient der Sony nichts. Also mussten sie auch ein bisschen verbraucherfreundliche Funktionen hinzufügen. Ich würde eher sagen, dass diese FN-Tasten eher so verbraucherfreundliche Funktionen waren. Do you feel like even they can benefit from something like this? Every user who wants to be stronger or like wants to have a controller that can personalize depending on their game style or depending on their game genre, this controller definitely gives value to them. And we are confident that every single feature that is in this controller will benefit those kind of user who wants to be stronger. Well, Suno-san, thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you. Guys, this is wild, but it's coming soon. But that about wraps it up for this video, guys. Hopefully you got some good insight to Also sehr cooler Eindruck. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Sobald wir bei mir einen in der Praxis bekommen, werdet ihr weitere Infos kriegen. Wie gesagt, schaut in den GamerSyndrom Shop nochmal rein. Schaut euch da nochmal um, falls ihr gerade aktuell noch Weihnachtsgeschenk sucht oder an sich einen coolen Controller. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was hat euch gefehlt? Was hättet ihr persönlich noch über den Controller gewusst? Weil dann nehme ich die eine oder andere Frage halt dann auch später in meinen Test mit rein. Ansonsten schreib mir jetzt deine Meinung zum Controller. Welchen findest du an sich besser bis jetzt? So, sagst du eher Elite-Controller ist besser oder Aim oder Rocket Games oder sagst du, nee, der Edge ist cool. Und nachdem du jetzt das Video gesehen hast, ist der Preis gerechtfertigt? Bin auf deine Meinung gespannt und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.